Das Internet. Umgangssprachlich ist auch das Wort Netz gebräuchlich. Wir benutzen es fast an jedem Tag, an der Uni, bei der Arbeit, zu Hause, bewusst oder unbewusst. Aber wie funktioniert es eigentlich, das Internet? Wie können Sie mit Ihrem Handy oder Rechner ein Netzwerk benutzen? In diesem kurzen Video erkläre ich Ihnen das Internet. Abkürzungen wie WLAN, IP-Adresse, VPN und andere relevante Begriffe. Das Internet. Der Begriff leitet sich vom englischen Begriff Inter und Network ab. Er ermöglicht den Datenaustausch zwischen den über das Internet verbundenen Rechnern. Rechner kommunizieren dabei miteinander auf einer eigenen Rechnersprache im Internet. So wie ein Hund mit Bellen oder Mimik mit anderen Hunden kommuniziert, funktioniert auch die Kommunikation zwischen Rechnern. Diese Kommunikation geschieht mit Kabel oder ohne Kabel, was man dann mit dem Begriff Wireless Local Area Network, Abkürzung WLAN, bezeichnet, um ein lokales Funknetz zu beschreiben. Wi-Fi ist auch eine Art von WLAN. Stellen Sie sich vor, Sie sind zu Hause und benutzen das Internet, um diesen Kurs zu besuchen. Ihr Rechner muss dafür mit anderen Rechnern kommunizieren, und zwar mittels eines anderen Geräts, welches Sie vermutlich auch zu Hause haben, einem DSL-Modem, Kabelmodem oder einem FiOS-Gerät. Für dieses Gerät zahlen Sie monatlich 20 oder 30 Euro an Ihrem Internetdienstleister. Internetdienstleister kürzt man auch mit ISP ab, abgeleitet vom englischen Begriff Internet Service Provider. Unternehmen wie Vodafone oder O2 sind beispielsweise solche IPS. Sie zahlen eine monatliche Gebühr, weil ihr DSL-Modem das von einem ISP angebotene Internet nutzt. Aber wie verbinden sich Ihre ganzen Geräte zu Hause mit Internet? Es kann sein, dass Ihr Kabel- oder DSL-Modem schon kabelloses WLAN anbietet, oder Sie brauchen ein weiteres Gerät, einen kleinen Router, der mit Ihrem Kabel- oder DSL-Modem verbunden ist, um Wi-Fi oder andere Geräte wie eine Spielekonsole oder einen internetfähigen Fernsehen zu benutzen. Aber was läuft im Hintergrund ab, wenn Sie das Internet nutzen, um beispielsweise das Bild eines Hundes auf Google zu suchen? Jeder Rechner im Internet hat eine Adresse. Diese Adresse hat dieses Format und man nennt sie IP-Adresse. IP steht für den englischen Begriff Internet Protocol. Diese IP-Adresse besteht nur aus Zahlen und funktioniert genauso wie Ihre Hausnummer und Postleitzahl. Die einzelnen Zahlen zwischen den Punkten liegen in einem Bereich von 0 und 255. Dadurch ergeben sich, wie Sie selbst ausrechnen können, wenn Sie gut in Mathe sind, 4,3 Milliarden mögliche Kombinationen. Inzwischen gibt es auch eine neuere, längere Version der IP-Adresse, die noch mehr mögliche Kombinationen zulässt. Diese IP-Adresse identifiziert jeden Rechner im Internet. Sie fungiert wie eine individuelle Postadresse, wie zum Beispiel die des Zentrum für lebenslanges Lernen, Campus Gebäude A42, Zimmer 213, Universität des Saarlandes 66123 Saarbrücken. Aber woher erhält man die eigene IP-Adresse? Ihr Internetdienstleister benutzt sogenannte DHCP-Server. Die Abkürzung steht für Dynamic Host Configuration Protocol, um Ihre IP-Adresse automatisch zu erzeugen und zu verwalten. Aber wenn Sie im Browser eine Webseite aufrufen, tippen Sie wahrscheinlich keine 12-stellige IP-Adresse in die Browserzeile, sondern zum Beispiel google.de oder gmail.com. Diese Adresse heißen Domainenamen. Domainenamen funktionieren genau wie normale Namen. Lehrer rufen zum Beispiel ihre Studierenden nie mit ihrer Immatrikulationsnummer auf, was sie theoretisch auch machen könnten, sondern mit ihrem Namen.
Und damit Sie sich nicht immer den Zahlcode oder IP-Adresse merken müssen, gibt es einen Domänennamen. Es gibt übrigens einen DNS-Server. Die Abkürzung steht für Domain Name System, der die ganze Zeit für Sie arbeitet, um den Zahlencode der IP-Adresse in leicht zu erinnernden Domänennamen zu übersetzen. Also fassen wir zusammen. Jeder Rechner bekommt im Internet eine IP-Adresse, die durch die HTTP-Server von Ihrem Internetdienstleister erzeugt wird. Der DNS-Server, der auch von Ihrem Internetdienstleister angeboten wird, konvertiert die IP-Adresse zum Domänenname wie google.de. Das Aufrufen von Informationen auf einer Webseite ist nicht komplizierter als einen klassischen Brief zu schreiben und zu verschicken. Jetzt schreiben wir beispielsweise einen Brief, um das Bild eines Hundes auf Google zu erhalten. Als erstes schreiben wir in unserem Brief die Stichworte „Das Bild eines Hundes bitte“. Man muss aber zum Internet nicht so höflich sein. Oben links auf dem Umschlag notieren wir kurz unsere eigene Adresse, denn Google muss später wissen, zu wem es das Bild zurückschicken soll. In der Mitte schreiben wir die Adresse als Domänenname google.de, weil wir die IP-Adresse von Google noch nicht kennen. Jetzt schicken wir den Brief weg und unser DNS-Server des Internetdienstleisters sucht nun für uns nach der IP-Adresse von google.de. Wenn unser Internetdienstleister die Adresse auch nicht kennt, fragt er einen anderen DNS-Server in einem anderen Ort, denn die DNS-Server sind weltweit verbunden. Unser Internetdienstleister fragt also zum Beispiel den DNS-Server der Universität des Saarlandes. Die Uni fragt dann selbst weiter, bis man die IP-Adresse von Google irgendwann herausfindet. Diese Adresse ist zum Beispiel 1.2.3.4. Der Brief gelangt so zu Google und Google schickt das Bild eines Hundes dann an uns zurück und wir sehen das Bild jetzt auf unserem Bildschirm. Natürlich endet die IP-Adresse von Google nicht auf die Zahl 4. Jede Zahl im Zahlcode hat eine Bedeutung, ähnlich wie bei einer Postleitzahl. Wenn zum Beispiel eine IP-Adresse mit dem Ziffern 192 beginnt, bedeutet das, dass die IP-Adresse einem System zugewiesen ist, das sich innerhalb ihres privaten Netzwerks befindet. Und statt der Zahl 4 benutzt Google wie viele andere Webseiten auch die Ziffern 443 am Ende der IP-Adresse. Das heißt, Googles Online-Inhalte werden mit einem sicheren Hypertext-Übertragungsprotokoll HTTPS übertragen und sind auf Webserver www, the World Wide Web in HTML formatiert. Darüber hinaus haben verschiedene Internetdienste der Welt wie E-Mail-Server, Videoserver eigene Ziffern am Ende der IP-Adresse, zum Beispiel 25 oder 80. Man kann also sagen, jeder Rechner kann sich mit jedem anderen Rechner verbinden, sofern Sie dessen Adresse kennen. VPN steht für Virtual Private Network und beschreibt ursprünglich eine Technik, die es Ihnen erlaubt, unterwegs von jedem Ort sicher auf Ihr privates oder lokales Netzwerk zugreifen zu können. Dies kann sowohl privat als auch beruflich sehr nützlich sein. Ein VPN verschlüsselt Ihre Internetverbindung, beginnend von Ihrer Netzwerkkarte bis hin zu einem VPN-Server. Es funktioniert genauso wie ein Kostüm beim Karneval. Sie können sich damit als jemand aus der Universität oder Ihrer Firma ausgeben und von zu Hause die Webseite aufrufen, die theoretisch nur von internen Netzwerken lokal auf dem Campus oder in der Firma zugänglich sind. Damit der Server von der Uni Sie erkennt, benötigen Sie als Kostüm eine VPN-Software, die sowohl mit dem Router des Netzwerks kommuniziert, als auch auf dem Computer installiert ist, mit dem Sie auf das Netzwerk zugreifen möchten. Wie man so eine Software von dem Hochschul-IT-Zentrum HITZ herunterlädt und andere Themen erkläre ich Ihnen in den nächsten Videos.